Ist Karol der beste Keeper auf YouTube? Ja, weil es gar nicht so viele gibt. Ja, also wohnen natürlich über Freekickers bei einem ganz normalen Schuhtestdreh in Köln. Er war im Tor, ich habe geschossen und den Test sozusagen mit Konzi zusammen gedreht. Und dann sind ein paar geile Schüsse und ein paar geile Paraden dabei entstanden. Gute Frage. Also ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen, bevor wir uns wirklich kennengelernt haben. Weil als ich in Groß Asbach aufgehört habe zu kicken, hat er gerade angefangen. Und wir hatten dann auch den gleichen Trainer. Das heißt, wir haben uns bestimmt mal über den Weg gelaufen, haben aber nie wirklich miteinander geredet. Das erste Mal, als wir uns wirklich kennengelernt haben, war dann, als wir mit Freekickers zusammen was mit dir, Konzi, gedreht haben. Ich kenne ihn noch gar nicht so lang, glaube ich. Wann war denn das? Das muss, glaube ich, bei dem Manuel Neuer Dreh in München gewesen sein. Also das erste Mal hat uns Karol auf Facebook angeschrieben, das war 2013. Da hat er gemeint, ja, er will auf jeden Fall alle unsere Schüsse halten. Anfang 2015 hatten wir dann den ersten Dreh zusammen. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, entweder ist er saugut und hält einfach alles oder ja, er ist ein Schwätzer und ja, leider ist es bei Nummer 2 geblieben. Aber trotzdem ist er jetzt seit guten 2 Jahren ein fester Bestandteil von Freekickers. Hat eigentlich genau diesen Eindruck, den ich schon von ihm hatte, nur noch unterstrichen. Also ein bisschen verrückt, ein bisschen durchgeknallt, manchmal auch ein bisschen too much. Aber ich denke, genau das macht ihn ja erfolgreich. Also was mir halt direkt aufgefallen ist bei Karol ist, dass er für einen Torhüter doch recht klein ist. Also jetzt kein Manuel Neuer oder was auch immer, 1,90. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn wir gespielt haben, wenn ich geschossen habe als Stürmer, dass er jemand ist, der super schnell in meinen Ecken ist. Natürlich aufgrund seiner Athletik, aufgrund seiner Agilität sehr schnell. Reflexe Wahnsinn. Wahnsinn jetzt vielleicht nicht, aber richtig gute Reflexe auf der Linie ist er stark. Bei Karol war es ziemlich cool, weil sowohl er als auch ich nicht so lange dabei waren und dann war man halt noch voll motiviert, wollte so zeigen, was man drauf hat und dann haben wir uns gegenseitig auch immer hoch gepusht. Also er hat ein paar geile Saves rausgeholt, ich habe ein paar coole Tore geschossen. Offener Mensch und geht auf die Leute zu und vom Torwart war halt auch schon, war ganz gut, aber war halt doch teilweise noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Also Karol ist ein guter Keeper, als Mensch ein bisschen abgedreht, aber ein bisschen verrückt ist immer gut. Ich merke es, wie gesagt, er hat wirklich eine gute Reaktionszeit. Die hat er, glaube ich, von Grund auf an. Aber generell durch diese vielen Freistöße, denke ich, die wir ihm auch, also durch diese verschiedenen Techniken auch, hat er sich nochmal deutlich verbessert, meines Erachtens. Habe ich auch beim letzten Dreh gemerkt, als wir in Berlin waren. Als Torhüter gibt es viel mehr Kriterien, wie man den irgendwie bewertet oder an was man einen guten Torwart ausmacht, wie das, was man auf YouTube sieht. Also das Einzigste, was man dort jetzt sehen kann, ist halt einfach seine Sprungtechnik, seine Sprungkraft, alles Mögliche, was halt die Linie betrifft. Also persönlich finde ich, dass er sich menschlich weiterentwickelt hat und viel ehrgeiziger geworden ist. Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass Karol sich in der Technik, wie er abspringt, wie er sich fallen lässt und sowas stark verbessert hat. Ich meine, ist ja klar, wenn er jeden Monat 20.000 Freekicks aufs Tor bekommt, dass er da nichts nicht davon mitnimmt. Also Karol war aus meiner Sicht schon am Anfang ein relativ guter Torwart und in den letzten 2,5 Jahren hat er vor allem an seiner Technik gearbeitet. Wenn er zum Ball geht, also wenn er springt, hat er eine deutlich bessere Streckung und kommt dadurch auch an Bälle ran, bei denen er nicht mal hingesprungen ist. Und von daher, ja, für mich persönlich ein extrem großer Fortschritt und das sieht man ja auch, denke ich, in den Videos, vor allem gegen Profis. Der ist talentiert, der ist zielstrebig, / ambitioniert, also ein Ziel vor Augen. Was er aber auch immer hochsteckt, also er nicht so mit kleinen Dingen zufrieden gibt, sondern er möchte sehr viel erreichen und das braucht er halt in dem, was er macht, verrückt, halt verrückter Typ, positiv verrückt, ab und zu vielleicht zu verrückt, negativ dann schon fast, aber das sind so die 3 Dinge, die mir dann direkt einfallen. Crazy, sleepless, ich mache einfach auf Englisch, keine Ahnung, erfolgreich. Also ist er auf jeden Fall sehr ehrgeizig, das merkt man auch bei seinen YouTube-Videos, also er schneidet auch sehr in die Nacht hinein, dann aber auch selbstkritisch, finde ich, aber auch total verrückt. Er ist talentiert, sehr ehrgeizig, manchmal übermotiviert und
nervig? Also der erste, der mir da spontan einfällt, den er auch direkt unterschreiben würde, ist natürlich arrogant. Er ist auf jeden Fall crazy und so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ist er sehr ehrgeizig und zielstrebig. Aufgedreht, ja, sag ich mal lustig. Sorry Carol, ich gehe mal auf überheblich. Ich würde das auch nicht pauschal sagen können, also wieder so ein bisschen diplomatisch, dass letzten Endes Carol hat halt die bessere Technik. Am Fuß selber, aber ich glaube auch Torhüter-Technik, was heißt das Hechten angeht, was das Rauskommen angeht. Würde aber vom Typ her ist Jan, glaube ich, jemand, der mehr diese Ruhe ausstrahlt. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, die haben beide ihre Stärken, beide ihre Schwächen. Ich würde sagen, Jan ist auf der Linie besser und Carol bei Distanzschüssen. Also kein A und B, beide gut. Richtig gute, beide richtig gut. Jan liefert eigentlich immer konstante Leistungen. Also es gibt halt bei Jan selten Ausfälle, die ins Negative gehen. Aber ich glaube, dass Carol einfach noch diese 10% mehr liefern kann, wenn er einen guten Tag hat, an die Jan vielleicht gar nicht rankommt. Und das sieht man aus meiner Sicht nur bei Freistößen. Im Spiel habe ich ja beide jetzt noch nicht so gesehen. Also ich denke mal, für beide ein bisschen das Problem ist einfach die Größe. Weil sie beide halt nicht die größten Torleute sind. Normal Torwart 1,85 oder 1,90 und größer ist halt dann doch besser, um halt wirklich an schwierige Bälle auch ranzukommen. Gut, Jan spielt halt noch aktiv. Das merkt man halt schon, dass er mehr Erfahrung hat in manchen Situationen, ein bisschen mehr Spielpraxis. Wirklich auf einen festlegen würde ich mich jetzt nicht. Entertainment-mäßig ist er auf jeden eine Nummer besser als ich. Sportlich gesehen kann ich selbst kein Urteil fällen, denn ich finde es schwierig zu vergleichen. Zwei Torhüter, der eine ist auf YouTube viel unterwegs, der andere eher im Fußballverein. Also ich muss sagen, dass ich gegen Carol nicht so gerne Elfmeter schieße. Aber das ist irgendwie auf jeden Keeper bezogen, weil einfach Elfmeterschießen ist sehr oft auch einfach Glücksspiel. Bei Freistößen muss ich sagen, ja, die machen mir einfach Bock und das ist einfach Keeper unabhängig. Also da trete ich auch gegen Jan genauso gern an wie gegen Carol. Am liebsten gegen Carol, ja, muss man halt klipp und klar sagen, es ist Elfmeterschießen, aber auch nicht, weil er das schlecht kann, sondern weil das gegen ihn halt immer eine besondere Herausforderung ist. Und was wiederum nicht so geil ist, was ich einmal gemerkt habe, daran kann ich mich erinnern, wir haben 10 Schüsse ohne Mauer, schon sehr, sehr schwer zu bezwingen, weil er letztendlich gute Reflexe hat, eine gute Technik. Und das war dann, glaube ich, wirklich 10 Schüsse hatte ich und ich habe am Ende nur einen getroffen, was ein schon herber Rückschlag für mein Ego war. Also Freistöße ist er auf jeden gut, da hat er sich ja schon in mehreren Challenges ausgezeichnet. Ich finde, Elfmeter kann man keinem Torwart einen Vorwurf machen. Am liebsten eigentlich in Elfmeter und dann ja, Freistöße und alles andere ist dann so ein bisschen hinten dran. Ja, es gibt gute und schlechte Tage auf beiden Seiten. Am liebsten würde ich bei Carol oder trete ich gegen Carol bei Elfmetern an. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Und am ungernsten alles, was Freistöße angeht, alles außer Distanz, weil im Hechten ist er schon ziemlich stark. Am liebsten Schnick, Schnack, Schnuck. Das ist fair, das klingt gut. Keine Ahnung. Also es macht immer Spaß, gegen Carol zu schießen, weil macht immer Spaß, einen guten Keeper drin zu haben und sich wirklich mit ihm zu betteln. Also ein guter Schuss ist manchmal nicht gut genug, wenn die Parade besser ist. Ja, es ist eine schwierige Frage, weil dieser ganze YouTube-Bereich, dieser ganze Sportbereich verändert sich einfach ständig. Deswegen kann ich das echt schlecht sagen, ob er da Karriere machen wird. Vielleicht findet er ja nochmal zum Vereinsfußball richtig zurück, dass er da nochmal Gas gibt. Also von YouTube jetzt gesehen, sage ich mal, also mit seinem Kanal läuft es ja wirklich gut momentan. Also ich denke, das wird er auch weiter ausbauen und er ist halt wirklich sehr kreativ und auch ehrgeizig. Mal schauen, wo er hin will, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall das Beste an der Stelle und lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, Carol in 3 Jahren, das ist halt so nicht eine Wundertüte, aber kann halt so und so sein. Je nachdem, wie er sich entwickelt, wie
die ganze digitale Landschaft sich entwickelt, weil aktuell ist er halt wirklich, trifft halt genau rein. So, das wollen halt auch die Leute sehen. Wenn du mich fußballerisch fragst, glaube ich, ist er auch auf dem richtigen Weg, sich als Torhüter auf YouTube zu etablieren. Also ich würde schon sagen, es kommt halt auch drauf an, was bei ihm privat passiert, wie sich alles um ihn herum entwickelt, was mit YouTube passiert und so. Je nachdem, wie viel Zeit dann noch bleibt für eigenes Training. Aber wenn er so dran bleibt und sich weiter verbessert wie im letzten Jahr, würde ich schon sagen, dass er da noch eine gute Schippe drauflegen kann und ein besserer Torwart werden kann. Ich denke, dass er weiter Erfolg haben wird auf YouTube. Wenn er das mit sehr viel Ehrgeiz weitermacht, so wie bisher, dann denke ich, dass er da auch durchstarten kann. Er wird weiter Projekte starten und weiter Sachen auf YouTube machen, die einfach die Leute interessieren, weil er trifft genau das, was auf YouTube was bisher noch nicht so gab. Der Torwartgedanke, der ist eigentlich, glaube ich, immer zu kurz gekommen auf YouTube. Ich hoffe, dass er auf YouTube sehr, sehr erfolgreich ist, beziehungsweise ist er ja jetzt schon, aber wenn das Ganze so weitergehen sollte, dann wird er vielleicht sogar irgendwann FK-Konkurrenz machen. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe, dass er genauso weitermacht, dass er vielleicht nochmal einen Verein anfängt, denn Fußball ist Fußball. Ich könnte niemals aufhören mit dem Mannschaftssport. Ich hoffe, das sieht er auch irgendwann nochmal so. Ich denke, mit YouTube ist ja auch eine Leidenschaft von ihm, wird er auf keinen Fall aufhören. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass er dann erfolgreich wie möglich ist. Also ich glaube, Karol wird sich weiterentwickeln, er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Sportlich gesehen liegt das alles bei ihm. Ich kann überhaupt keine Prognosen starten, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, er wird fett auf YouTube durchstarten. Ansonsten wünsche ich ihm natürlich auch alles Gute und viel Glück dabei. Den er, glaube ich, auch direkt unterschreiben ne. Ich freue mich immer wieder, wenn Videos von ihm kommen, weil das immer sehr speziell ist. Ich schaue mir die zwar nie an, aber ich habe gehört, die sind ganz gut. Kann man ja auch schneiden. Viel mehr Kriteriumspunkte. Ne, wie nennt man das? Kriterien. Ja. Tschüss.